Mahlzeit, mein Name ist Balfmon, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute ein neues Video an von Windrose, beziehungsweise ist es nicht ganz neu. Es ist schon, glaube ich, zwei, drei Monate alt, aber ich habe hier eine kleine Reaction-Pause gemacht auf meinem Kanal. Deswegen jetzt auf jeden Fall der Song von Windrose. Und falls ihr euch fragt, was ist das hier auf meiner Nase? Ja, das ist ein Pickel. Ich war jetzt am letzten Wochenende war ich mit den Jungs zusammen unterwegs. Wir haben uns eine kleine Hütte am Waldrand mitten in den Feldern gemietet und dort 4 Tage lang Bier getrunken, Spiele gespielt und auch uns nicht ganz so gesund ernährt und da kommt direkt die Rache zurück. Dicker Pickel auf der Nase, deswegen esst zwischendurch auch mal gutes Zeug. Ja, deswegen. Ansonsten bin ich jetzt wieder voll und ganz für euch da. Wenn ihr Bock habt, auch auf meinem Instagram-Kanal gibt es jetzt immer wieder Konzertberichte, Festival-Reviews, auch hin und wieder das eine oder andere Live-Video einer Band. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut einfach mal in den Linktree. Der Link ist in der Info-Box hier unten, ne? Ihr wisst da Bescheid. Dort kommt ihr auch zu meinem Instagram-Account. Und später, wenn ich da ein bisschen Übung habe, gibt es dann auch vielleicht den ein oder anderen Festivalbericht hier auf dem YouTube-Kanal. Da bastle ich noch ein bisschen dran, muss allerdings auch so ein bisschen mit meiner Freizeit hin und her jonglieren. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen jetzt zu Windrose und um da nochmal die Brücke zu schlagen, zu dem Wochenende, was ich erzählen wollte, denn dort haben wir auch Spiele mit Miniaturen gespielt und Windrose singen hier über die Gates of Acherunt. Das ist quasi eine Region, wenn ich jetzt nicht ganz, ganz falsch liege, aus der Warhammer Fantasy Welt, denn das ist irgendeine zwergische Region im Gebirge. Und die singen quasi, oder ich vermute es mal, dass die halt über diese Tore singen, die von den Zwergen verteidigt worden sind. Ob es da jetzt eine spezielle epische Schlacht gab, so tief bin ich in der Warhammer Fantasy Lore jetzt nicht drin, aber aufgrund, dass sie ja dieses Zwergen-Dwarf-Metal-hafte an sich haben, denke ich mal, wird das schon so sein. Ja, das Ganze würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin gespannt, inwieweit das auch im Video verarbeitet wird. Und ja, euch und mir wie immer viel Spaß. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns gleich noch kurz nach dem Video. Okay, das Album heißt Warfront. Ist jetzt auch das zweite Album von den Jungs. Fiel mir noch ein, ich habe die auch schon live gesehen. Das war ich glaube, vor der Pandemie war das schon zusammen mit Gloryhammer und Necrogoblikon zusammen in Oberhausen. Tolle Zusammenstellung, tolles Konzert und da haben auch die Jungs richtig Spaß gemacht. Mal gucken, was jetzt hier, ob das Video so ein wenig Gefühl transportiert. Ja, es ist das, was ich vermutet habe, aber es ist sehr, sehr cool. Ich meine, was will man auch erwarten? Zwergen führen ja meistens einen Verteidigungskrieg, ne? Zwergen
machen maximal einen Ausfall bis zu einem Steinwurf weit außerhalb ihrer Tore, ne? Alles andere, die ganzen epischen Schlachten von Zwergen, die finden entweder in ihren Mauern statt oder direkt davor. Das ist auch schon bei Herr der Ringe, ne? Auch die Schlacht der fünf Heere etc. Alles das hat direkt vor der Zwergenzitadelle, vor der Zwergenfestung stattgefunden und hier auch. Und ja, Windrose vermittelt hier so ich glaube, das können gerade so diese Fantasy-Spieler nachvollziehen, die so eine Art gewisse Epicness, so wie man so eine Aufzugsmusik, wie wenn man in die Schlacht zieht. Ich glaube, jeder Warhammer Fantasy-Spieler oder auch allgemein Tabletop-Spieler hatte schon mal dieses Gefühl, dass man irgendeine geile Musik gehört hat und nicht nur, dass die Armeen dann in die Schlacht ziehen, sondern dass man sich gedacht hat, ah, das wäre doch jetzt eine gute Musik, um, wenn ich meine Armee fertig aufgestellt habe, die Musik anlaufen zu lassen und damit meinen ersten Zug zu beginnen. So richtig so, da kommt auch dieses Epicness-Gefühl dieses Tabletops dann einfach nochmal stärker zur Geltung. Finde ich auf jeden Fall einer der Songs, die man wunderbar in diesem Moment abspielen kann. Waren da gerade Hobbits? Ich gucke jetzt mal gerade. Es sah gerade echt kurz so aus, als wären da irgendwie Hobbits in der Schlacht gewesen. So, ich mache nochmal jetzt ein bisschen. Ja. Ich krieg's gerade nicht hin. Das ist nur ein Bruchteil einer Sekunde. Ich mache mal hier ganz, ganz langsam. Daran könnt ihr sehen, wie dilettantisch ich das hier mache, dass das absolut live ist. Okay, es sind durch die Runen her sind es Zwerge. Aber ich habe gerade echt so dieses Gefühl gehabt, da sind jetzt gerade die vier Hobbits von Herr der Ringe, auch wenn es natürlich ein kleiner Fantasy-Mix wäre. Dazu habe ich aber gleich eh noch eine Anmerkung. Aber es sollen hier einfach normale Zwerge darstellen. Genauso wie hier. Auch hier ist dieses Runenband, sage ich mal. Okay, weiter geht's.
jetzt kommt der Oberzwerg, jawohl. Ja, hinten kommt noch Werbung. Wir gucken jetzt nochmal, ob wir ein schönes Schlachtbild finden. Ja, oder ein schönes Poserbild. Poserbild gehen immer. Zum Song und Rose Wind würde ich sagen, eindeutig coole Heavy Metal Genre-Musik. Das ist also, würde mich nicht wundern, ich habe jetzt die Kommentare nicht geguckt, aber ich würde mich nicht wundern, wenn da ungefähr, na, ich sag mal, 80% Warhammer Fantasy, Zwergen, Fantasy, vielleicht auch Warhammer 40k Kommentare drin sind, von wegen Zwerge, Epic, Battle und so weiter. Und ich glaube auch, das ist eine große Schnittmenge der Leute, die hier drauf stehen, die wollen epische Schlachtenmusik haben und das liefert Windrose absolut ab. Musikalisch ist das natürlich im positiven Sinne überschaubar, ne? Keine großenartigen Schnörkel etc. Aber das erwartet man bei so einem epischen Schlachtsong auch nicht, dass da irgendwelche progressiven Elemente mit im Song sind. Zum Video selber sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Also, ich habe ja vorher gesagt, dass Eckgrund, soweit ich weiß, eine Region ist in der Warhammer Fantasy Welt. Dazu muss ich sagen, die Gegner, gegen die die Zwerge gekämpft haben, die Orks, die erinnern ein bisschen mehr an die Herr der Ringe Gegner. Das heißt, auch der Troll oder sowas geht grob mehr in die Richtung von diesen Herr der Ringe Film. Also die Orks sind schwarz und die Trolle sind auch nicht so ganz so, wie man sich jetzt die Warhammer Fantasy Trolle vorstellt. Denn die haben tatsächlich eher so blaue Farben und manchmal auch andere Sumpftroll etc. Aber da gehen tatsächlich die Beschreibungen halt sehr stark auseinander und das geht so ein bisschen mehr, sage ich mal, in dieses Herr der Ringe-Genre, wohingegen auch zum Beispiel die Orks und Goblins in der Warhammer Fantasy-Welt grün sind. Also, ne, von daher gesehen etwas abgewandelt. Vielleicht auch bewusst aus Copyright-technischer Sicht, dass man nicht zu viel aus dem Fantasy-Universum rausgezogen hat, denn Games Workshop selber haben auch ja, ein Herz für Copyright, sage ich mal. Und mittlerweile sind sie auch so, dass sie das Copyright sehr stark verfolgen. Das ist jetzt ein bisschen außerhalb der Musik. Das ist vielleicht etwas für euch, die ein bisschen in den Fantasy-Dingen drin sind. Das ist jetzt gar nicht so lange her, dass Games Workshop ja keine Abmahnung, sondern Ankündigung geschrieben hat an alle Leute, die Content aus der Warhammer Fantasy Welt verbreiten, sowas wie Erzählstunden, Story-Zusammenfassung etc. Das ist alles okay. Wenn derjenige aber gleichzeitig dafür wirbt, dass man ihn dafür bezahlt, also quasi irgendwie monetarisiert und auf Patreon wirbt etc., dann ist das ja quasi, dass der Erzähler für Geld sich aus der Warhammer-Welt bedient und das haben die vom Games Workshop jetzt gesagt, da werden sie zukünftig gegen vorgehen. Das heißt also, man darf halt von Warhammer Fantasy etc. erzählen, Geschichten und so weiter. Man darf aber nicht gleichzeitig dafür werben oder diesen Warhammer Fantasy Content in eine Art Bezahlmodell
passen, denn dann, oder stecken oder feststecken, denn dann hat Games Workshop gesagt, dann nehmt ihr unser Copyright, unsere Fantasy-Welt und lasst euch dafür bezahlen und das geht ja nun so nicht. Ist vielleicht so ein Punkt, der hier mit eingeflossen ist. Wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen Infomaterial aus dem Warhammer Fantasy Games Workshop Umfeld. Kann man zweierlei Meinung sein. Die Fantasy-Welt gibt es halt jetzt schon sehr lange und es gibt auch wirklich große YouTube-Kanäle, die über diesen Content, natürlich auch verbunden mit sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Geld, richtig Geld auch verdienen. Ob das in Relation zum Zeitaufwand steht, kann ich natürlich ja, nicht bestimmen, aber da gibt es teilweise doch Erzählvideos zu bestimmten Storylines oder Fraktionen etc. Und die haben wirklich 5.000 bis zu 10.000 oder noch mehr Aufrufe, plus eben eventuelle Monetarisierung über, also in Anführungszeichen Monetarisierung über Patreon. So, ja. Gut, ne, ihr wisst, was ich erzählt habe. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen mehr über die Warhammer Fantasy Welt zu erfahren, wie gesagt, guckt mal auf YouTube Warhammer Fantasy oder Warhammer Fantasy Geschichte oder gebt einfach mal spezielle Namen ein. Es gibt wirklich richtig tolle Kanäle, die euch dann auch mit der Hintergrundwelt vertraut machen. Kann man so als Mini-Hörbuch hören. Da gibt es Beiträge von 10 Minuten bis hin zu einer Stunde. Ich glaube, da ist für jeden was dabei, den so ein bisschen diese Fantasy-Geschichten interessieren oder überhaupt irgendwie interessante Geschichten über bestimmte Charaktere. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel gequatscht, was eigentlich gar nicht zur Windrose gehört, aber irgendwie halt auch doch. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt mit meinem kleinen ja, Abgang in Richtung Games Workshop. Ja, darf ich jetzt an dieser Stelle eigentlich für meinen Patreon-Kanal werben? Ich glaube eher nicht, ich weiß es nicht. Ich lasse es mal. Wenn ihr auf meinen Linktree geht, findet ihr eh alles Wichtige. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mal wieder einschaltet und meinen Kanal abonniert oder auch gerne auf Instagram vorbeiguckt. Ne? Das ist so diese typische Sache, worüber ich mich freue, was meine persönliche Währung ist, die mich am meisten freut. Und jetzt lasse ich euch mit dem Windrose-Video allein, denn unten ist der Videolink und wenn euch das Video gefallen hat, guckt es gerne noch einmal direkt, um die Jungs auch zu unterstützen. Gebt den Like, ein View und so weiter, diesen ganzen, die neue Internetwährung. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus mit meinem heute doch sehr lang gewordenen Video. Bis dahin, euer Balfamor.